Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, in der letzten Folge haben wir gerade ganz frisch Stufe 550 erreicht. Ja, ihr seht, ich habe noch nicht sehr viel gespielt, das ist gleich nach dieser Folge entstanden hier, dieses Video. Und wir werden heute sehen, was wir damit anrichten können, denn wir haben hier 2000 Abenteuerlust in der Zeitmaschine drin und das ist auch nicht der einzige Server. Wir haben auch noch den Battle Mage, wo wir hier auch nochmal fast 2000 in der Zeitmaschine haben. Dann haben wir noch den Berserker, wo wir auch 1500 Abenteuerlust in der Zeitmaschine haben. Und wir haben hier den Dämonenjäger, wo wir auch 1100 Alu in der Zeitmaschine haben. Ja, und wir werden heute alle 4 Server anhand der verschiedenen Zeitmaschinen vergleichen. Denn, wie ihr ja wisst, ist die Zeitmaschine abhängig von eurem Level, was ihr habt. Und dementsprechend sieht die Belohnung am Ende dann ganz anders aus, als ja, jetzt zum Beispiel von meinem 550er Account zu meinem Dämonenjäger, der Stufe 374 ist, aber das werden wir gleich beobachten und das finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant, das Ganze mal so zu vergleichen, anhand von direkten, vom direkten Vergleich jetzt im Prinzip. Das Ding ist, ich hätte auch alle Zeitmaschinen direkt auf 200 voll laufen lassen können. Ja, das hätte ich machen können. Allerdings ist das ein bisschen schwer zu... Oh, ja, Klopapierrolle auf dem Freien hier. Allerdings ist das ziemlich schwer zu timen, das Ganze. Ich habe jetzt gewartet, bis auf meinem Main die 2000 voll sind. Ja, ich habe hier keine Alu überlaufen lassen oder so, sondern direkt... die 20 voll gemacht, also ich habe hier keine Alu verschwendet in dem Sinne. Es ist aber jetzt tatsächlich das letzte Mal, dass ich das wirklich so bis oben hin volllaufen lasse, weil es sich einfach nicht lohnt, die Alu in der Zeitmaschine hier aufzubewahren. Es macht keinen Mehrwert, so die 20 Alu, die man am Tag hier durch die Zeitmaschine bekommt, großartig zu stacken oder so. Im Prinzip ja, einfach dadurch gesehen, dass man halt nachher sowieso, ich weiß nicht, wie genau es sich nach dem Goldcap und sowas richtet, ob da im Prinzip die Goldcaps auch in den Quests mit drin sind. Ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt berechnen kann oder so. Auf jeden Fall, wenn man nachher so ein Level wie ich hat hier, dann ist das natürlich, dann kommt man ziemlich oft ans Goldcap, zumindest in der normalen Alu. Das heißt, man verschwendet relativ viel Gold. So, und man bekommt natürlich auch relativ wenig Erfahrung, ne? Aber das ist ja normal, umso höher das Level ist. Nur habe ich halt die Bedenken, dass es hier auch in der Alu selbst hier so eine Art Cap gibt an Goldcap so, ne? Und deswegen würde ich die Alu immer direkt spielen, anstatt sich die stacken zu lassen. Es macht keinen Sinn großartig so, ne? Also ja, generell macht es auch keinen Sinn, die zu stacken. Ich habe es jetzt nur noch mal fürs Video extra gemacht und ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt hier 1 Million Erfahrung nach dem Level. Ich bin gespannt, wie viel wir danach bekommen werden. Ja, 1,4 Millionen Erfahrung kann man sich merken. Das Gold verskillen wir hier. Wir verskillen auch noch den letzten Penny, den wir hier drin haben. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Ich habe ja lange drauf gewartet, jeden Tag gespart, 20 Alu jeden Tag nicht abgeholt. Und das werden wir heute hier im Video zusammen zelebrieren, zusammen genießen. Und das natürlich auch auf jedem Server. Aber natürlich auf dem Server macht es ja am meisten Spaß. Ich bin gespannt, was wir hier rausbekommen werden. Ja, natürlich könnte ich auch alles mit Mal überskippen, aber wäre langweilig. So, wir bekommen hier 307 Millionen Gold, ne? 24 Millionen Erfahrung. Jetzt bitte ganz genau darauf achten, was man hier bekommt. Also wir haben jetzt 250 Ehre bekommen, das ist klar, ne? Das gibt einen immer die Zeitmaschine, so, weil er das ja auch davon abzieht. Die 200 Ehre bekommt man halt auch durch die Alu. Wir vergleichen jetzt erstmal einmal komplett mit hier dem Battle Mage. Wollen wir mit dem Battle Mage vergleichen? Wir vergleichen mal hier mit ihm hier. Mit dem Dämonenjäger. Ab Stufe 393, da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht, ist der Punkt, wo man am meisten Erfahrung bekommt. Das heißt, wir sind hier nahe dran. Oh, mit dem Berserker sind wir vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran an diesem Punkt, an diesem Breakpoint. Das heißt, wir vergleichen mal jetzt dieses Beispiel hier an Erfahrung, 24,7 Millionen Erfahrung und 307 Millionen Gold. So, vergleichen wir jetzt mal mit meinem Berserker, der am nächsten an diesen 393er Breakpoint dran ist, wo nachher die Erfahrung dann runtergeht, aber das Gold immer höher wächst. So, ne? Jetzt machen wir mal hier so einen direkten Vergleich. So, hier haben wir auch natürlich 250 Ehre. Hier haben wir aber 71,8 Millionen Erfahrung.
Also deutlich, deutlich, deutlich mehr als auf meinem Main. Ja, fast 4-mal so viel, würde ich mal behaupten. Ja, sagen wir mal 3- bis 4-mal so viel. Natürlich, die Beute ist bei mir höher, was so das Goldeinkommen eingeht, aber die Erfahrung deutlich, deutlich krasser. 72 Millionen Gold haben wir natürlich nur hier. Und das ist halt so der Punkt, der einem klar macht, dass früher oder später alle Leute immer weiter zu meinem Level hier, das was ich jetzt habe, aufholen werden. Und diese Schere, diese Spanne, das ist das, was ich euch letztes Mal erklären wollte, als am neuen Serverstart nach 26 Stunden Stufe 220 erreicht worden ist. Das ist das, was ich euch erklären wollte. Diese Spanne, diese Schere, die sich am Anfang immer weiter auseinanderzieht zwischen den Leuten, die hart reinpilzen und die Leute, die halt Free-to-Play spielen. Auf Dauer relativiert sich das so krass, weil die Leute, die jetzt halt diesen Breakpoint hier so erreicht haben oder in der Nähe sind, deutlich, deutlich schneller im Level vorankommen, als ich jetzt zum Beispiel. Und deswegen werden die mich immer weiter einholen. Zwar nie überholen, weil wenn ich immer weiter spiele, aber immer weiter einholen. So, und dadurch schließt sich halt die Schere so immer weiter. Ne? Natürlich, ich ziehe immer schneller davon, was meine Skillpoints angeht, aber alle anderen machen halt immer mehr Progress auf mein Level. Und deswegen lasst euch wirklich von Leuten, die nach, keine Ahnung, 2 Tagen 220 erreichen, wirklich nicht irgendwie den Garaus machen oder demotivieren, weil ihr seht, im späteren Spielverlauf holt ihr immer weiter auf, wenn ihr nur am Ball bleibt. Das ist das, was ich euch eigentlich immer sagen wollte und das ist halt so dieses Paradebeispiel jetzt gerade dafür gewesen. So, aber das machen wir jetzt mal auf jeden Fall weiter. Wir holen jetzt uns die komplette Alu hier ab, damit ich euch nicht so komplett zulaber. Hier, ne? Wir achten mal so immer drauf, was wir bekommen so im Schnitt, weil das ändert sich auch ziemlich krass. So, die Alu ist mal so, mal so. Jetzt haben wir 28 Millionen Erfahrung und 335 Millionen Gold. Jetzt haben wir 26 und 332. Ne? Also das ändert sich schon mal krass. Und natürlich die letzten Male, also das Mal, wo das Goldcap noch bei 1 Milliarde war, jetzt ist es natürlich nice, dass es auf 10 Milliarden geht. Da kam ich letztes Mal schon an diesem Bereich hier. Oh, guck mal, wie wenig Gold wir jetzt bekommen haben. Also es ist krass zu sehen, wie sich das immer so wandelt. Ne? Also das ist auf jeden Fall heftig. So, aber natürlich bekommen wir auch deutlich, oder nicht deutlich mehr Erfahrung, aber ein bisschen mehr Erfahrung, wenn das Gold halt weniger wird. Ja, okay. Man sieht, das Gold nimmt immer weiter ab. Wir sind jetzt bei 3 Milliarden Gold insgesamt. Jetzt haben wir wieder gut viel Gold gemacht. Ja, also deswegen, das meine ich damit, es ist ziemlich random irgendwie, was so dieses Einkommen an Gold und so angeht. So, wir machen die letzte Alu fertig und haben hier in der Zeitmaschine gut was weggeklickt. Sind jetzt hier in der Ehre auch natürlich ein bisschen weiter nach oben geklettert, ne? Weil wir haben natürlich jetzt gute Ehre auch gemacht in der Zeitmaschine. Nö, nicht wirklich. So, und bevor wir hier gleich das Gold verskillen, gehen wir jetzt mal auf den Battle Mage und werden hier auch noch die restliche Alu abholen. Hier auch nochmal zum Vergleich, ne, was ich hier auf meinem 478er bekomme. Das ist natürlich, geht natürlich schon mehr in die Richtung Stufe 500. Das heißt, die Erfahrung wird hier auch schon ein bisschen weniger, ne? Aber das Gold wird auch langsam ein bisschen höher. Natürlich noch nicht deutlich so hoch wie auf meinem Main, ne? Das ist klar. Dafür ist halt, wie gesagt, auch die Erfahrung noch ein bisschen besser hier am Start als bei mir auf meinem Main. So, wie gesagt, und deswegen macht es halt so Spaß, auf meinen Main halt nicht mehr auf Erfahrung zu gehen, sondern auf Gold, weil es sich halt einfach deutlich, deutlich mehr rentiert, als irgendwie noch auf Erfahrung zu gehen. 2,1 Milliarden Gold, ich weiß nicht, wie viel Gold ich hier auf dem Account vorher hatte, ne, ist natürlich kein Vergleich zu 3,7, ist aber trotzdem immer noch eine gute Summe. So, wir machen weiter. Hier lohnt sich das wahrscheinlich am meisten. Vom Erfahrungsfaktor her, vom Gold natürlich nicht so. Auch schon, ja. Aber ich denke mal, hier macht es immer noch am meisten Spaß, auf Erfahrung zu gehen. 72 Millionen, das ist deutlich, deutlich mehr. Aber hier auch 61 Millionen, das heißt, es schwankt hier auch ziemlich krass. 68 Millionen, ne? Also es ist interessant zu beobachten auf jeden Fall. Ich würde es aber nicht empfehlen, großartig weiter stacken zu lassen, die Alu. Und verskillt die am besten immer schon direkt. So, die letzte Anlaufstelle ist hier der Dämonenjäger.
Zeitloch, stimmt, hier haben wir gleich das Achievement abgeholt, mach 25 Abenteuer mit einem Klick in der Zeitmaschine. Nice, haben wir das gleich auch noch mit erledigt. Und ja, hier komme ich nachher in den Bereich, wo es auch richtig Spaß macht, auf Erfahrung zu spielen. Ihr seht es hier, das sollte dann auch pro Level nachher dann immer mehr werden. Wie gesagt, bis zu diesem bestimmten Breakpoint von 393. Ab da an geht es dann langsam wieder bergab. Das merkt man dann auch nachher später. 100 Millionen Erfahrung, also das macht auf jeden Fall ziemlich Spaß, hier noch auf Erfahrung zu spielen. Und sollte man auch noch erstmal machen. So, alles sehr aufregend hier. Das ist eine krasse XP, obwohl die gibt, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also bei solchen Quests, da sage ich mir manchmal noch so, da können wir nochmal auf Erfahrung gehen, aber es lohnt sich halt einfach nicht. Ja, weil dann hat man halt hier so eine 2 Minuten 30 Quest, die halt 10 Millionen gibt. Fast so viel wie 10 Minuten. Das heißt, hier diese kannst du mal 4 haben, also 4-mal so viel Gold wie hier. Ne? Deswegen, ja, nehme ich die kleine an. So. Manchmal fällt es mir noch schwer, muss ich sagen, nicht auf Erfahrung zu gehen bei solchen krassen Quests, so wie eben. Ja, aber dann kommt die Vernunft in mir hoch und die sagt dann, ey, es lohnt sich doch natürlich mehr auf Gold zu gehen. So, jetzt kommt der spaßige Teil von der Zeitmaschine, wenn man sich die voll gestackt hat bis oben hin, und zwar das Festskillen in Gold. Ja, das ist natürlich immer sehr, sehr belohnend. Ne? Also es ist schon ein Event auf jeden Fall, wenn man sich die ganze Alu aufspart und das dann mit mal festskillen kann. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ne? Aber wie gesagt, ich würde es halt nicht nochmal machen, irgendwie großartig. So, jetzt sind wir natürlich deutlich besser geworden hier. Also für meine Verhältnisse in relativ kurzer Zeit deutlich besser. Das ist natürlich klar. Wir haben natürlich hier 2000 Alu auf einmal gespielt. Welcher hohe Account macht das schon mit mal? Ne? Also haben wir jetzt einen guten Power Spike nochmal rausbekommen. Ziemlich cool. Ich glaube vom Gold her, ja, ich weiß gar nicht, war das sogar besser als nochmal 3 Tage Goldwochenende. Also hat sich schon rentiert auf jeden Fall. Und ja, das auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, jetzt heißt es überall das Gold festskillen. Natürlich auf den Servern, die immer lower sind vom Level, hat man natürlich weniger Gold zum Festskillen. Dafür haben wir hier ja dann mehr Erfahrung gemacht an der Stelle. Und ja, war auf jeden Fall mal cool zu sehen, wie das Ganze so aussieht auf den ganzen Servern hier. Wie gesagt, es ist halt schwer zu timen, alle Zeitmaschinen auf 2000 Alu zu bringen, zeitgleich. Deswegen habe ich gewartet, bis auf mein Main die 2K voll sind und habe dann einfach das Go gemacht auf den anderen Servern. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.